Hallo, schön, dass du da bist. In diesem Video zeige ich dir, wie du den Sweater Mika nähen kannst. Das Modell Mika ist locker bzw. oversized geschnitten. Es hat stark überschnittene Schultern, bequeme Saumbündchen und eine praktische Kängurutasche. Du kannst das Modell Mika entweder als Hoodie, mit Kapuze oder als schlichten Sweater mit einem Halslochbündchen nähen. Das Schnittmuster gibt es für Herren und Damen. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du den Sweater nähst. Falls du lieber die Hoodie-Variante mit Kapuze und Kängurutasche nähen möchtest, findest du das Video dazu unten verlinkt. Alle Infos zum Schnittmuster und den Materialien findest du in der Infobox. Dann lass uns starten. Für den Sweater benötigst du einmal das Vorderteil im Bruch und das Rückenteil im Bruch. Markiere den Bruch am Halsloch und am Saum mit einem Knips. Den Ärmel, dieser wird einmal normal und einmal gespiegelt zugeschnitten. Außerdem das Halslochbündchen, zweimal das Ärmelbündchen und zweimal das Saumbündchen im Bruch. Markiere bei den Saumbündchen ebenfalls den Bruch mit einem Knips. Lege das Rückenteil mit der rechten Seite nach oben hin. Platziere das Vorderteil rechts auf das Rückenteil. Das Vorderteil hat den größeren Halsausschnitt. Lege die Schultern passend aufeinander und stecke sie mit Stoffklammern oder Stecknadeln fest. Dann werden beide Schultern bei 0,7 cm Nahtzugabe zusammengenäht. Ich nutze meine Overlock. Damit sich die Maschenware gut nähen lässt, erhöhe ich den Differentialtransport auf 1,3 bis 1,5. Außerdem reduziere ich den Nähfußdruck auf die kleinste Einstellung meiner Maschine für einen guten Transport. Das Vorderteil liegt beim Nähen oben. Das ist die Seite mit dem größeren Halsloch. Du kannst auch an deiner Nähmaschine einen Overlockstich oder einen schmalen Zickzackstich nutzen. Lege dein Oberteil mit der linken Seite nach oben auf das Bügelbrett. Das kleinere Halsloch gehört zum Rückenteil. Dorthin wird die Nahtzugabe der Schulternähte gebügelt. Dann werden die Ärmel schon eingenäht. Dafür lege ich mir das Oberteil mit der rechten Seite nach oben hin. Dann nehme ich den Ärmel und schaue, ob er passend zu dem Armloch ist. Hier ist ein Knips an der Schulter und 2 Knipse an dem vorderen Armloch. Am hinteren Armloch befindet sich ein Knips und ein doppelter Knips. Wenn alles passt, wende ich den Ärmel auf links und stecke ihn passend an das Armloch. Der Ärmel wird dann bei 0,7 cm eingenäht. Den anderen Ärmel stecke ich dann noch passend rechts an das andere Armloch. Dieser wird dann auch bei 0,7 cm eingenäht. Beim Nähen mit der Overlock
liegt der Ärmel oben. Während des Nähens kontrolliere ich immer wieder, ob die Knipse passend aufeinander liegen. Kurz vor der Schulternaht lasse ich die Nadel im Stoff stecken und kontrolliere, ob die Nahtzugabe zum Rückenteil liegt. Wenn alles passt, nähe ich weiter. Wenn die Ärmel eingenäht sind, kann die Seitennaht geschlossen werden. Lege dazu das Vorderteil rechts auf das Rückenteil. Die langen Seiten des Ärmels liegen auch rechts auf rechts aufeinander. Die Nahtzugaben von Ärmel und Oberteil lege ich in unterschiedliche Richtungen. Dabei achte ich darauf, dass die Nahtzugabe vom Vorderteil in Richtung des Ärmels liegt. So stoßen beide Nahtzugaben aneinander und es ist leichter, diese zusammenzunähen. Schließe die Naht von Ärmel und Seite in einem bei 0,7 cm Nahtzugabe. Hier startest du am Ärmel. Auch hier wird die Naht in einem geschlossen. Starte hier am Saum. So ist die schöne Nahtseite später auf dem Vorderteil. Wenn du an der Stelle mit der Ärmelnaht kommst, kannst du nochmal kontrollieren, ob die Nahtzugaben in unterschiedliche Richtungen liegen. Bügle dann die Nahtzugabe von der Seite und der Ärmelnaht in Richtung des Rückenteils. Für die Ärmel kannst du ein Ärmelbrett nutzen. Lege das Halslochbündchen an der kurzen Seite rechts aufeinander. Die kurze Seite wird dann bei 0,7 cm abgesteppt. Für die Bündchen nehme ich einen Gradstich. Die Nadelposition stelle ich auf 3. So ist der Abstand von der Innenkante meines Nähfußes bis zur Nadel 0,7 cm.
Dann stelle ich die Stichlänge auf 2,3 mm und reduziere die Fadenspannung auf 3,8. Den Nähfußdruck stelle ich auf -3. Damit die Maschine den Anfang meines Stoffs nicht einzieht, nehme ich ein Reststück und lege es doppelt. Das Stoffstück lege ich dann unter den Nähfuß und nähe ein paar Stiche, bis ich kurz über die Kante genäht habe. Dann nehme ich mir mein Halslochbündchen und lege es an die Innenseite des Nähfußes an, um es dann bei 0,7 cm abzusteppen. Anfang und Ende werden verriegelt. Die Nahtzugabe von den Halslochbündchen werden auseinandergebügelt. Dann legst du die obere Kante auf die untere Kante. Die linken Seiten liegen aufeinander. Bügle dann den Bruch. Hier nutze ich ein Bügeltuch, um den Bügelglanz zu vermeiden. Alternativ kannst du einen Stoffrest nutzen. Achte darauf, dass dein Oberteil mit der linken Seite nach außen vor dir liegt. Das Halslochbündchen hat 3 Knipse. Der Knips, der näher an der Naht liegt, markiert die hintere Mitte. Stecke das Bündchen mit der offenen Kante rechts auf rechts an das Halsloch. Die Naht des Bündchens trifft auf die linke Schulternaht. Der nächste Knips liegt auf der hinteren Mitte. Der zweite Knips auf der anderen Schulternaht. Und der letzte Knips trifft auf die vordere Mitte. Nähe das Halslochbündchen bei 0,7 cm an das Oberteil. Beim Nähen liegt das Bündchen oben. Das Halslochbündchen ist etwas kürzer als der Halsausschnitt, damit sich dieses später schön legt. Dehne beim Nähen das Bündchen so, dass es glatt auf den Stoff aufliegt. Dehne aber nicht das Halsloch. Du kannst ein Stück nähen, die Nadel im Stoff stecken lassen, das Bündchen ziehen und glatt auf den Stoff auflegen und dann wieder das Stück nähen. So arbeitest du dich ringsherum um das Halsloch. Wende deinen Sweater auf rechts und lege ihn auf das Bügelbrett. Dann bügelst du über das Halslochbündchen und die Nahtkante. So entspannt sich der Stoff und das Halslochbündchen legt sich in Form. Lege die Ärmelbündchen jeweils an den kurzen Seiten rechts auf rechts aufeinander und stecke sie fest. Steppe die kurzen Kanten bei 0,7 cm zusammen. Lege die Saumbündchen rechts auf rechts aufeinander und stecke die kurzen Seiten ebenfalls passend aufeinander. Die kurzen Seiten werden hier auch bei 0,7 cm zusammengesteppt.
Dann lege ich die Bündchen an die Innenkante meines Nähfußes und nähe sie zusammen. Anfang und Ende werden verriegelt. Die Sticheinstellung ist die gleiche wie vorhin am Halslochbündchen. Die Nahtzugabe von den Ärmelbündchen werden auseinandergebügelt. Dann legst du die obere Kante auf die untere Kante, die linken Seiten liegen aufeinander. Bügle den Bruch. Das wiederhole ich dann auch für das zweite Bündchen. Bei dem Saumbündchen werden auch die Nahtzugaben auseinandergebügelt. Und dann die langen Seiten links auf links aufeinander gelegt. Bügel dann den Bruch. Lege den Ärmel so hin, dass die Naht zu einer Seite zeigt und die gegenüberliegende Seite im Bruch liegt. Markiere den Bruch mit einem Knips. Um später eine Orientierung zu haben, wiederhole diesen Schritt auch für den anderen Ärmel und an den beiden Bündchen. Stecke die Ärmelbündchen in jeweils einen Ärmel. Die offene Seite trifft auf die Kante des Ärmels. Die Naht der Ärmelbündchen trifft auf die Ärmelnaht und die Knipse, die du eben gemacht hast, liegen aufeinander. Nähe das Bündchen bei 0,7 cm Nahtzugabe an. Es ist leichter, wenn das Bündchen beim Nähen oben liegt. Achte darauf, dass das Bündchen aus Bündchenware beim Annähen sehr stark gedehnt werden muss. Am besten nähst du ein Stück, dehnst dann dein Bündchen, nähst das gedehnte Stück und arbeitest dich so bis zum Ende des Bündchens vor.
Dann werden die Bündchen gebügelt. Lege es mit der rechten Seite nach oben um ein Ärmelbrett, ziehe vorsichtig am Ärmel und bügle die Nahtzugabe zum Ärmel. Wende das Oberteil auf links. Stecke das Saumbündchen an den Saum. Die offene Kante liegt, wie auch bei den Ärmeln vorhin, an der Kante des Oberteils an. Die Nähte des Saumbündchens liegen jeweils auf einer Seitennaht. Die beiden Knipse liegen auf der vorderen bzw. hinteren Mitte. Steppe das Bündchen bei 0,7 cm Nahtzugabe fest. Das Bündchen liegt beim Annähen oben. Dehne auch hier das Bündchen, bis es glatt auf dem Oberteil liegt. Achte an den Seitennähten darauf, dass die Nahtzugabe zum Rückenteil zeigt. Dann wird auch hier das Saumbündchen gebügelt. Lege es mit der linken Seite nach oben auf das Bügelbrett und achte darauf, dass die Nahtzugabe zum Oberteil liegt. Bügle dann vorsichtig den Stoff in Richtung des Oberteils. Bei dem Bündchen aus Bündchenware wird sich der Stoff sehr zusammenziehen. So sieht dein Sweater dann aus. Du kannst das Halsloch und die Säume so belassen oder du steifst bei 0,5 cm die Naht von Bündchen und Oberteil ab. Zum Absteppen wähle ich einen Geradstich, die Nadelposition stelle ich auf 5,6, die Stichlänge auf 2,5 mm
Und ich reduziere die Fadenspannung von 4 auf 3,6, damit der Faden etwas elastisch bleibt. Dann reduziere ich noch den Nähfußdruck auf -4, weil hier mehrere Stofflagen übereinander liegen und so der Stoff besser transportiert wird. Ich führe die Kante von meinem Oberteil an der Innenkante meines Nähfußes vorbei. Steppe von der rechten Seite. Achte beim Absteppen darauf, dass die Nahtzugabe in Richtung des Oberteils liegt. Das Bündchen bzw. das Oberteil musst du hier etwas dehnen. Zum Absteppen des Ärmels kannst du den Ärmel auf links wenden oder du nutzt den Freiarm deiner Nähmaschine. Achte hier beim Absteppen darauf, dass die Nahtzugabe in Richtung des Ärmels liegt. Das Bündchen bzw. den Ärmel musst du hier auch etwas dehnen. Das Saumbündchen wird dann auf die gleiche Weise abgesteppt. Wenn die Ansatznähte der Bündchen wellig sind, kannst du diese mit viel Dampf wegbügeln. Lege dafür die Ärmel bzw. den Saum des Sweaters glatt, also ohne Dehnung, auf das Bügelbrett und dämpfe die Stelle. Die Wellen sollten dann weniger werden. Bei den Bündchen aus Bündchenware wird der Saum etwas wellig bleiben, weil hier der Stoff sehr stark gedehnt worden ist. Je nach Material kann es auch sein, dass die Bündchen nach dem Annähen sehr locker sind. Das ist vor allem bei Bündchenware der Fall. Wenn du den Sweater kurz in der Waschmaschine wäschst, ziehen sich die Bündchen wieder zusammen. Und so sieht dein fertiger Sweater aus. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Tragen deines neuen Kleidungsstücks.